Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Wir haben Dave Hunts neuestes Buch besprochen und tun das auch weiterhin. Judgment Day. Islam, Israel and the Nations. Damit beschäftigen wir uns, Dave, wie du weißt, nun schon seit fast 24 Wochen in diesem ersten Abschnitt unseres Programms. Dave, du beendest Kapitel 13 damit, dass du das gibst, was du hoffnungsvolle Zeichen unter Muslimen im Zusammenhang mit Terrorismus nennst. Nun, das kommt nach Kapitel um Kapitel von Dingen, die uns zutiefst beunruhigen, was in Islam geschieht. Aber was sind nun diese hoffnungsvollen Zeichen, und inwiefern meinst du, dass sie wirklich hoffnungsvoll sind? Nun, Tom, lass mich erklären oder unsere Zuhörer erinnern. Wir haben vielleicht einige neue. Ein Teil dessen, worüber wir in diesem Buch sprechen, ist die Tatsache, dass Terrorismus und das, was heute in der Welt geschieht, der Horror, die Zwillingstürme, die einstürzen, was auch immer es sein mag, das ist nicht das Werk einiger weniger Fanatiker oder Extremisten. Das ist Islam. Es kommt aus dem Islam heraus. Du wirst den Islam ändern müssen, um das zu ändern. Oder Muslime werden irgendeine revisionistische, modernistische Sicht des Islam entwickeln müssen. Nun hat der Westen gesagt, Islam ist Frieden. Es ist der Westen, der diese Lüge gefördert hat. Seit dem 11.09.90, nach den letzten Zahlen, die ich hatte, sind etwa 40.000 Amerikaner zum Islam konvertiert. Der Präsident sagt weiterhin, es ist Frieden. Er hatte gerade die Feier zum Ramadan. Du weißt, das Fest, das sie am Ende des Ramadan haben, bei der er den Islam erneut den Glauben Abrahams nannte. Er sagte, Muslime folgten dem Glauben Abrahams. Er sagte, wir haben jetzt gerade ein Exemplar des Koran in die Bibliothek des Weißen Hauses gestellt. Er nannte den Koran das Wort Gottes und Mohammed einen Propheten Gottes. Also gut, das war nicht sehr ermutigend. Du wirst den Terrorismus auf diese Weise nicht stoppen. Und wie wir erwähnt haben, werden Tausende, tatsächlich Millionen junger Jungen in der muslimischen Welt, Pakistan, Iran, wohin du auch gehen willst, dazu erzogen, nicht nur Israel zu hassen, sondern den Westen. Und sie werden darauf vorbereitet, zu Selbstmordattentätern, Mördern zu werden, angeblich in Dschihad zu sterben, um Zugang zum Paradies zu bekommen. Und einige dieser jungen Männer, davon träumen sie nur. Manche von ihnen leben unter sehr armen Umständen, von Armut geplagt und unter großer Unterdrückung und so weiter, wie zum Beispiel unter der sogenannten palästinensischen Autonomiebehörde in palästinensischem Gebiet. Kannst du dir vorstellen, was für ein Traum das ist, was für eine Hoffnung es für sie ist? Sie könnten direkt ins Paradies katapultiert werden, mit Hunderten. Je nach Umständen könnten es Tausende sein, von dunkelaugigen Horis, Jungfrauen und Tischen, 1 Meile lang, mit all den Köstlichkeiten, die du dir je vorstellen kannst. Die Flüsse fließen mit Wein, den ein Muslim in diesem Leben nicht trinken darf. Okay, das ist also die Situation. In Ordnung? Dave, lass mich dazu nur noch etwas hinzufügen. Es sind nicht nur diejenigen, die in Situationen der Armut lebten, wie du erwähnt hast. Sie haben festgestellt, ob es nun in London ist, ob es diejenigen sind, die von Saudi-Arabien in den Irak gegangen sind und so weiter. Das sind keine Personen, die aus armutsgeplagten Verhältnissen kommen, sondern es ist die Belohnung, die Hoffnung auf genau das, was du beschrieben hast, die Dinge zu haben, die ihre Religion ihnen hier auf dieser Erde verwehrt und tatsächlich verurteilt. Die werden sie im Paradies bekommen. Ja, wir belegen im Buch zum Beispiel, dass keiner der 15 von ihnen waren aus Saudi-Arabien, die die Zwillingstürme zu Fall brachten. Sie sind nicht in Armut aufgewachsen. Sicherlich sind Osama bin Laden und sein rechter Handmann Zawahiri nicht in Armut aufgewachsen, sondern im Wohlstand. Aber da draußen gibt es Millionen, die in Armut aufwachsen, und sie melden sich. Und wir haben nicht dieselben Statistiken für den Irak zum Beispiel. Man kann kaum glauben,
was dort vor sich geht. Wir dachten, ihnen seien die Selbstmordattentäter ausgegangen. Aber es scheint kein Ende zu geben. Weil das Männer sind, die aus Jordanien kommen. Sie kommen aus Iran. Viele von ihnen. Weißt du, das ist ihre einzige Hoffnung. Tatsächlich ist es die einzige Hoffnung für jeden Muslim, ins Paradies zu kommen. Du kannst dir nicht sicher sein. Ansonsten hoffst du, dass deine guten Taten deine schlechten überwiegen. Und das ist für die meisten Muslime keine besonders große Hoffnung. Außerdem sagte Abu Bakr, Mohammeds Schwiegervater, dem Mohammed das Paradies versprach, ohne im Dschihad zu sterben. Er könne selbst dann, wenn er einen Fuß im Paradies hätte, Allah nicht trauen. Er könnte ihn wieder hinauswerfen. Und du weißt nie, was Allah tun wird, selbst wenn deine guten Taten deine schlechten überwiegen. Okay? Also im Dschihad als sogenannter Märtyrer zu sterben, ist die große Hoffnung. Aber nun gibt es eine Reaktion in der muslimischen Welt. Zunächst einmal, Tom, gibt es eine Reaktion im Westen. Du weißt, ich bete seit vielen Jahren, wahrscheinlich 15 oder mehr Jahre, dass Gott den Islam der Welt offenlegen würde. Den Horror davon, das Böse daran. Stell dir einen Gott vor, Allah, der dir das Paradies und alle Arten von Segnungen dafür verspricht, dass du unschuldige Frauen und Kinder ermordest. Steig in einen Bus voller Schulkinder, spreng dich in die Luft und du darfst ins Paradies. Nun, das ist schrecklich. Und viele Muslime beginnen, das abstoßend zu finden, dagegen zu reagieren. Aber zunächst war die Haltung in der westlichen Welt ziemlich, nun, das sind Fanatiker, da kann man nicht viel machen. Aber jetzt bekommen wir Menschen im Westen, nicht nur ein paar Leute mit sehr geringem Einfluss, so wie ich, du und ich in einem Radioprogramm oder in den Büchern, die wir schreiben, sondern Menschen, die größeren Einfluss haben. Zum Beispiel möchte ich einfach den Chefredakteur von US News and World Report zitieren, Mortimer B. Zuckerman, und er hat einige großartige Leitartikel veröffentlicht. Und er sagt es, wie es ist. Lass mich einfach zitieren, was er sagt. Das ist Mitte 2004. Der Leitartikel trug den Titel »Dem Bösen direkt in die Augen sehen«. Er sagte, die grotesken Grausamkeiten lassen keinen Zweifel daran, mit welchem Feind wir es zu tun haben. Die Nachrichten über ihre schrecklichen Entführungen und Enthauptungen gehen rund um den Globus auf Technologien, die in ihren verdrehten Köpfen vom Ungläubigen erfunden wurden. Die maskierten Feiglinge posieren mit ihren hilflosen Gefangenen, während sie Forderungen stellen, von denen sie wissen, dass sie nicht erfüllt werden können und werden. Ihr Zweck ist Manipulation, den Schmerz der Familie und Freunde des Opfers zu vergrößern, westliche Regierungen dazu zu zwingen, ihren Widerstand gegen die Terrornetzwerke zu mäßigen, Ausländer in Panik dazu zu bringen, muslimische Länder zu verlassen. Wir stehen ihnen im Weg, während diese fehlgeleiteten Männer versuchen, eine neue vereinte muslimische Umma wiederherzustellen. Das heißt, eine Gemeinschaft, regiert von einem neuen Kalifat. Mit anderen Worten, Muslime müssen die Welt regieren, gelenkt durch islamisches Recht und organisiert, um Dschihad gegen den Rest der Welt zu führen. Was die muslimische Welt betrifft, die diese Plage hervorgebracht hat, wird sie entscheiden müssen, wer ist der Feind. Sie kann nicht beides haben, sich den Luxus leisten, den Westen zu verspotten, während sie das Böse in ihrer Mitte toleriert. Es ist ungeheuerlich, dass Saudi-Arabien, Heimat von 15 der 19 Mörder vom 11. September, praktisch nichts getan hat, um seine Hochschulen von Intoleranz zu säubern. Wir müssen die muslimischen Regime dazu bewegen, diese neue Barbarei zu verurteilen, bevor sie auch sie verschlingt. Dann gebe ich einige Beispiele. In der muslimischen Gemeinschaft gibt es eine wachsende Zahl nicht nur von Intellektuellen, Journalisten und Kritikern und so weiter, sondern auch von islamischen Geistlichen, die zunehmende Verlegenheit ausdrücken. Du weißt, ich habe jahrelang gebetet, Gott, bring diese Leute in Verlegenheit. Es sollte einen Aufschrei der Empörung aus der ganzen Welt gegen so etwas geben. Und ich war schockiert, dass er nicht früher gekommen ist. Aber jetzt
scheint er sogar aus der muslimischen Welt selbst zu kommen. Und zum Beispiel sagte am 5. September 2004 Kronprinz Abdullah bin Abd al-Aziz zu ranghohen Bildungsbeamten: Beobachtet eure Lehrer. Wir wollen der Religion und dem Vaterland dienen, nicht dem Terrorismus. Der saudi-arabische Bildungsminister Mohammed Ahmad al-Rashid sagte, der Bildungsminister wird keinesfalls einen Lehrer akzeptieren, der fehlgeleitete Ansichten hat, die die jüngere Generation beeinflussen. Und dass jedes Element, das eine extremistische Politik umsetzt, aus dem Bildungssystem ausgerissen wird. Nun, Sie etikettieren das falschlich als Extremismus, aber zugleich versuchen Sie, ein wenig Respektabilität zu retten. Es ist ein kleines bisschen ein Schritt in die richtige Richtung. Der Gouverneur des Bezirks Tabuk, Prinz Fahad bin Sultan, sagte in einer Rede am 12. September 2004 vor Mitgliedern des Bildungsrates von Tabuk: Es ist inakzeptabel, dass einer von uns Extremismus, Fanatismus, Terrorismus und Apostasie verbreitet. Also Tom, wenigstens, es ist eine Lüge, dass das Extremismus ist, dass es Apostasie ist. Aber wenigstens sind sie genug in Verlegenheit, um zu sagen, oh nun, der Islam selbst befürwortet so etwas nicht. Und wir haben eine wachsende Bewegung und scheinbar ein Erwachen in der muslimischen Welt. Und Dave, es ist zu ihrem eigenen Vorteil. Das ist nicht nur eine Frage, den Westen zu besänftigen, indem sie ihre Religion verändern oder modifizieren. Wie wir Woche für Woche aufgezeigt haben, töten Muslime Muslime, weißt du, in unglaublichem Ausmaß. Also ist es auch zu ihrem eigenen Schutz, und natürlich fürchten viele der islamischen Regierungen, die moderat sind, die extremeren, wie die Taliban. Und so, Dave, das ist hoffnungsvoll, aber wie weit wird es gehen? Ich weiß es nicht. Aber nun fassen einige saudi-arabische Kolumnisten Mut. Und lass mich einfach Mohammed Mahfouz zitieren. Und er schrieb in der Saudi-Gazette: Das ist erstaunlich. Das Phänomen des Terrorismus und der Gewalt, dem wir gegenüberstehen, wird von einer Gruppe gehirngewaschener Jugendlicher ausgeübt, beeinflusst von glänzenden Parolen. Meiner Meinung nach wird jede Verzögerung im Kampf, in dieser ideologischen, kulturellen Schlacht gegen den Terrorismus, unser Land in den Abgrund der Instabilität ziehen. Unsere Entschlossenheit wird den Weg ebnen, um erfolgreich die ideologische und kulturelle Struktur zu demontieren, die fruchtbaren Boden für die Ausbreitung dieses Phänomens bietet. Nun, Tom, auf der einen Seite leugnen sie, dass das Islam ist. Tatsächlich war Mohammed ein Terrorist. Mohammed terrorisierte Arabien. Mohammed und seine Männer, Krieger, nahmen Arabien mit dem Schwert ein. Und von dort breitete es sich aus bis ganz nach oben und wurde erst kurz vor Paris aufgehalten und bis ganz nach China. Und wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen. Diese Leute schlachteten Millionen ab. Will Durant, sicherlich einer der bekanntesten Historiker, nennt die islamische Eroberung Indiens die blutigste Geschichte der Geschichte. Sie haben mehr getötet als Hitler, okay? Also das ist Islam. Das ist es, was sie getan haben. Aber nun versuchen diese Männer, das zu leugnen. Sie versuchen zu sagen, Moment mal, das ist Extremismus, das sollte nicht erlaubt sein, das ist schrecklich. Also Tom, das hoffnungsvolle Zeichen ist, dass selbst die muslimische Welt scheinbar vor dem Chaos und Mord zurückschreckt, der im Namen Allahs begangen wird. Was ist das für eine Religion? Und wie du erwähnt hast, sie töten einander, nicht nur in Irak, sondern in Pakistan. Du weißt, ein Sunnit geht in eine schiitische Moschee und sprengt sich in die Luft. Oder ein Schiit geht in eine sunnitische Moschee, sprengt sich in die Luft. Und jeder behauptet, er komme ins Paradies, und die Gegenseite behauptet, er komme nicht. Also haben wir ernsthafte Probleme. Und die Tatsache, dass sie dafür aufwachen. Dave, du hast hier ein Zitat von einem islamischen Gelehrten. Ich werde nicht versuchen, seinen Namen auszusprechen, aber ich finde es erstaunlich. In einer arabischen Zeitung schreibt er einen offenen Brief an Osama bin Laden,
Ich würde lieber in Amerika unter Ashcroft und Bush leben, in ihrem schlimmsten Zustand, als in irgendeinem islamischen Staat, der von ignoranten, intoleranten und mörderischen Punks wie dir und Mullah Omar in ihrem besten Zustand errichtet wird. Weißt du, das ist erstaunlich, Dave. Ziemlich stark. Sie werden ihn verfolgen. Ja, genau. Das andere ist, sie erkennen, genau wie du es zu Beginn unseres Programms beschrieben hast, wie islamische Jugendliche darin gehirngewaschen und indoktriniert werden. In der saudi-arabischen Tageszeitung Al-Watan gibt es einen weiteren saudi-arabischen Kolumnisten, Abdullah Nasser al-Fosan, und er weist auf die Heuchelei aufwieglerischer Imame hin, die die Jugend dazu ermutigen, sich in die Luft zu sprengen. Aber sie lassen ihre eigenen Söhne das nicht tun, und sie tun es selbst auch nicht. Und einige der Fragen, die er stellt, sind ziemlich interessant. Er erzählt von einem, ich nehme an, es ist eine wahre Geschichte. Er erzählt von einem jungen Muslim, dem gesagt wurde, er solle gehen. Er ging auf eine Mission in ein anderes Gebiet, um einen Mann zu töten, der angeblich dem Islam den Rücken gekehrt hatte oder zumindest Kompromisse machte. Und zufällig trifft er den Mann, weiß nicht, wer er ist. Und der Mann freundet sich mit ihm an. Sie werden Freunde. Und dann kennt der mögliche Mörder nur den Namen dieses Mannes. Also dann, als er sich mit diesem Herrn angefreundet hat, sagt er, weißt du, wo so und so ist, wo ich so und so finden könnte. Und nun, das ist, wer dieser Mann ist. Aber er sagt das nicht. Er sagt, warum bist du daran interessiert, ihn zu finden? Und, nun, ich bin auf einer Mission, ihn zu töten, und so weiter. Und der Mann fragt den Jugendlichen, wie bist du dir so sicher, dass dieser Mann ein Atheist ist, der den Tod verdient, und dass ihn zu töten dir das Paradies bringen wird? Der Jugendliche antwortet, einige Scheiß haben mir das gesagt. Nun, sagt der Mann, warum streben diese Scheiß nicht selbst danach, das Paradies zu erreichen? Warum verzichten sie deinetwegen darauf, diese ehrenvolle Tat auszuführen, die einen ins Paradies bringt? Der Jugendliche war beschämt. Er sagt, ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Und so fährt er in dieser Kolumne fort zu sagen, dieselbe Frage, die der Mann dem Paradies suchenden Jugendlichen stellt, könne an die Jugendlichen gerichtet werden, die sich in die Luft sprengen, um das Paradies zu erreichen, beeinflusst durch die Fatwas, Anweisungen von Männern, denen sie ihr Vertrauen geschenkt haben. Diese Menschen, die Macht über die Gedanken der Jugend haben, haben sie getäuscht und sie glauben lassen, dass das, was sie tun, ein Akt des Dschihad ist, der sie ins Paradies bringen wird. O Jugend, die ihr das Paradies sucht, wo sind eure Scheiß, wenn es um diese ehrenvolle Tat geht? Warum entziehen sich eure Scheiß dem Dschihad und beteiligen sich nicht an eurer ehrenvollen Mission? Nun, Tom, wenn du solche Artikel in einer saudi-arabischen Zeitung und in Zeitungen in Ägypten und so weiter bekommst, muss das Menschen dazu bringen, anzufangen nachzudenken. Und es muss Eltern dazu bringen, ein wenig nachzudenken. Wir hatten gerade eine Situation, erinnerst du dich? Es ist gerade passiert, mit einem Selbstmordattentäter. Angeblich hat er sich in Israel in die Luft gesprengt. Aber er hat niemanden mitgenommen. Und seine Eltern waren schockiert. Sie hatten keine Ahnung, dass das seine Richtung war. Sie wussten es nicht. Und sein Bruder sagte, nun, er ist im Paradies, aber er ist nicht hier. Wir vermissen ihn. Das muss einfach anfangen, eine Wirkung zu haben. Siehst du, es wird nicht helfen, wir werden sie nicht alle aufspüren. Etwas muss innerhalb der muslimischen Gemeinschaft selbst geschehen. Und Muslime müssen anfangen, zurückzuschrecken. Nun, ich weiß, an manchen Orten, zum Beispiel in Iran, ob du es glaubst oder nicht, kommen viele Muslime zu Christus, weil sie die totalitäre Kontrolle und das Böse dessen sehen, was Islam wirklich ist. Im Sudan sind natürlich viele Muslime zu Christus gekommen, weil sie das Abschlachten sehen, das von Muslimen begangen wird, die Folter und das Abschlachten an Nicht-Muslimen. Also wird es eine Reaktion brauchen. Und Tom, wenn du nicht wirklich gehirngewaschen worden bist, und einige dieser Leute sind es,
ist es ziemlich schwer, für einen Menschen mit normalem Gewissen, ein menschliches Wesen, nicht zu erkennen. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Also erwähne ich als hoffnungsvolles Zeichen, dass einige der westlichen Journalisten anfangen dagegen zu sprechen. Und ebenso einige der muslimischen Journalisten. Dave, ein paar Gedanken gingen mir durch den Kopf, während du gesprochen hast. Weißt du, Islam ist eine Religion, die der Mensch erfunden hat. Also kann es Einflüsse geben, damit der Mensch ändert, modifiziert. Ich meine, im Lauf der Geschichte haben sie sogar das Wort Gottes genommen und diese Dinge nach ihren eigenen Ansichten verändert. Verschiedene religiöse Organisationen. Aber auch im Herzen des Menschen ist ein Gewissen. Und vielleicht können diese Dinge, wie du gebetet hast und wie diese Dinge geschehen, Menschen umleiten. Sie können den Islam modifizieren oder, noch besser, Menschen davon befreien. Es wird nicht leicht sein, Tom, weil du weißt, Bin Laden hat gerade ein Friedensangebot gemacht, weißt du, an die Vereinigten Staaten. Aber du liest es und es ist schrecklich. Es ist tatsächlich ein Ultimatum. Aber wie beginnt es? Im Namen Allahs, des Barmherzigsten, Gnädigsten, weißt du, und so weiter. Wie können sie das immer weiter sagen, wenn Allah doch wirklich derjenige ist, der hinter dem Terrorismus steht, der hinter all den Tötungen steht, weil es sein Angebot des Paradieses und wunderbarer Belohnungen dort ist, das diese Paradiesbomber dabei hält. Also werden wir eine Menge ändern müssen. Ich weiß nicht, wie du einfach die Tatsache revidieren kannst, dass Mohammed Menschen ermordet hat. Die Tatsache, dass Mohammed sagte, Allah habe ihm befohlen, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie alle bekennen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Aber jedenfalls, Tom, wie du sagtest, Dinge können geschehen. Wir beten und vertrauen dem Herrn. Aber es scheint einige hoffnungsvolle Zeichen einer Bewegung in die richtige Richtung zu geben. Dave, nächste Woche werden wir in Kapitel 14 einsteigen. Und das ist die einzige Hoffnung. Der Titel von Kapitel 14 lautet: Die Welt braucht einen Messias. Und das ist die einzige. Nun, bis der Friedefürst kommt, wird es keinen Frieden geben.